Hallo meine lieben Collodium-Freunde, willkommen in meinem Labor. Ich wollte euch einen kleinen praktischen Helfer vorstellen, und zwar das Collodion Viewing Glass. Es handelt sich dabei um einen speziellen Blaufilter, der einen Teil vom Lichtspektrum absorbiert. Man muss nämlich wissen, dass die Nassplatte nur einen wirklich winzigen Bereich vom Licht überhaupt in Grauwerte umsetzen kann. Und dieser Bereich fängt bei UV an, geht über Blau bis Cyan. Alle Farben außerhalb dieses Bereichs werden nicht in Grauwerte übersetzt und somit werden die Farben schwarz. Das heißt Grün, Gelb, Gelb-Orange, Orange, Rot, all das wird schwarz auf unserer Nassplatte. Wenn wir jetzt ein Shooting haben, ist es immer recht schwierig einzuschätzen, wie Stoffe, wie der Hintergrund kommt, und in der Regel müssen wir erstmal eine Probeaufnahme durchführen und dann Korrekturen vornehmen. In einem solchen Fall kann man den Filter wunderbar einsetzen, weil man kann einfach durchschauen und sieht sofort, welche Farben noch Licht reflektieren und somit grau werden oder einfach schwarz. Und das erspart uns einige Testaufnahmen. Die andere Anwendung ist bei der Belichtungsmessung. Wir können den Filter nämlich auch vor die Kalotte halten. Ich mache jetzt mal einen Versuch und messe jetzt zum Beispiel einfach mal das Licht hier in der Szenerie. Da komme ich auf eine Blende 5,6. Den Wert kann man natürlich nicht 1:1 übertragen und eine Nassplatte machen, denn der Belichtungsmesser sieht natürlich das komplette Lichtspektrum. Das heißt, es fängt bei Blau an bis Rot, sieht er alles. Wir können aber einfach den Blaufilter vor die Kalotte halten und eine weitere Messung durchführen und dann diesen Wert als unser Arbeitsblende oder als unseren Richtwert nehmen. In dem Fall beträgt die Differenz fast 2 ganze Blenden. Und so ersparen wir uns eine Menge Testerei und eine Menge Ausschuss, denn wir sind schon direkt viel näher bei dem richtigen Ergebnis, als wenn wir ohne Filter messen würden. Wenn ich das jetzt mal vorführe, mit hinterleuchtet, sieht man die blaue Farbe von dem Filter und die Gegenprobe würde wie folgt aussehen. Wir nehmen einen Rotfilter, wie er unter dem Vergrößerer hängt, und wenn wir das Ganze kombinieren, Blaufilter vor Rotfilter und das Ganze wieder hinterleuchtet, sehen wir sofort, okay, es kommt kein Licht mehr durch, der Blaufilter sperrt den kompletten Bereich. Das heißt im Umkehrschluss, man kann den Blaufilter natürlich auch nutzen, um das Dunkelkammerlicht zu prüfen. Man muss aber wissen, dass der Blaufilter im Spätrotbereich noch ein ganz klein bisschen Rot durchlässt. Er ist natürlich kein Sperrfilter und er entspricht auch nicht 100% dem Collodium-Spektrum, kommt aber dem schon ziemlich nah. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mal mir mein Dunkelkammerlicht anschauen würde, sehe ich sofort, okay, wie viel Licht kommt noch durch und würde das Licht eventuell meine Platte oder mein Fotopapier verschleiern.